Amen. Amen. So there was a question asked that came in 3 parts. Das wurde eine Frage gefragt, die in 3 Teilen kam. So yesterday I only answered 2 of those parts. Und gestern habe ich nur 2 Teile dieser Frage beantwortet. They were kind of related. Und sie waren verbunden. The question was, Und die Frage war, does the resurrection of the papacy takes place at Raphia? tut das Aufkommen des Papsttums an Raphia stattfinden? And is that event visible? Und ist dieses Ereignis sichtbar? So the resurrection of the papacy, So das Aufkommen des Papsttums, this question is written as if it does resurrect at Raphia. die Frage ist so geschrieben, als würde es an Raphia wieder aufkommen. So I tried to introduce the thought Also habe ich versucht, diesen Gedanken einzuführen hier, that I think the reason this individual asked the question dass ich denke, warum diese Person diese Frage stellt, was perhaps because of the Third Diadochi War. war wahrscheinlich wegen dem 3. Diadochenkrieg. I could be wrong. Ich kann natürlich falsch sein. I think the person who asked this question isn't actually here, Und ich glaube, die Person, die die Frage gestellt hat, ist, glaube ich, nicht hier. but a relative is. Aber ein Verwandter ist es. So I can't dialogue directly. Also kann ich hier jetzt nicht direkt mit dieser Person sprechen. So we spoke about the resurrection of the papacy, Also haben wir über das Aufkommen des Papsttums gesprochen. and this ties back to what we've been doing in class, Und das kommt auf das zurück, was wir im Unterricht gemacht haben, talking about 1789, 1799 dass wir über 1798 und 99 gesprochen haben, as a deadly wound or death. als die tödliche Wunde und dann dieser Tod. So if we were to just draw up this history of the papacy, Also wenn wir jetzt diese Geschichte des Papsttums hier einfach aufmalen möchten, it rules from 538 da herrscht es von 538 to 1798. bis 1798. There's 1260 years. Das sind 1260 Jahre. 1798, Und 1798, there's a deadly wound. da kommt dann diese tödliche Wunde. 1799, 1789, it dies. 99, da stirbt es. It falls from 1798 to 1799. Es fällt von 1798 bis 99. And for 1789 Und für 1789 to 1799, bis 1799 the French Revolution, ist die Französische Revolution and it's this 10-year war. und es ist dieser 10-jährige Krieg. So the papacy dies 1799. Also das Papsttum stirbt 1799. And I don't want to go into these arguments Und ich möchte jetzt nicht in dieses Argument eingehen, about what all that looked like or meant. wie das hier alles ausschaut oder wie das gemeint ist. The beginning, if we can just kind of keep that as a concept, Der Anfang, also wenn wir dieses Konzept einfach jetzt hier festhalten können, that it had something in the 1260 dass es in den 1260 etwas hatte, that it now lost. was es jetzt verloren hatte. So now we know it's going to resurrect, Also jetzt sehen wir, dass es wieder aufkommen wird. and I just want us to bring in some other studies. Und ich möchte hier einfach nur ein paar anderen Studien anbringen. We know that it tries to resurrect Und wir wissen, dass es versucht, wieder aufzukommen. in the history of 1899 In der Geschichte von 1899 to 1945. bis 1945. So there's 46 years here Also da gibt es 46 Jahre hier, where it's trying to resurrect. wo es versucht, wieder aufzukommen. 1950, 1950 they make another attempt.
machen sie einen weiteren Versuch. And then they make another serious attempt Und dann machen sie einen weiteren ernsten Versuch in the history of in 1989. der Geschichte von 1989. So it's not just doing nothing all that time. Es ist nicht, dass es hier einfach nur nichts tut die ganze Zeit. We know that in 1989 it's active. Wir wissen, dass es 1999 aktiv ist. So it's doing something. Does that make sense? Macht das Sinn? So it does something for the 1260. Also es tut etwas für die 1260 lang. It has something. Es hat etwas. It loses it. Es verliert es. And then it spends all of this time trying to get it back. Okay, we need to pause real quick. Let me fix this. Because people are watching online. Das ist Daniel, ja? Daniel, schreib das bitte auf, das ist rausgeschrieben. Wir hören dich, Clara. Okay, Daniel ist Host. Hört ihr uns? Hört ihr uns? Könnt ihr uns hören? Test, Test, Test. Alles gut? Okay. Okay, das heißt, du musst jetzt hier checken. Weil sonst ab und zu, wenn sie dir halt schreiben, musst du vorkommen. Weil ich habe versucht, hier Host zu sein und alles zu checken, aber es geht nicht, weil ich muss leise schon. Sag deiner Mom, wenn irgendwas ist, sie soll dir schreiben, du musst hier vorcrollen und es machen, weil dieser Computer ist jetzt Host. Wenn sie zum Beispiel, wenn jemand laut ist, dann musst du hier ausmachen. Je nachdem, ich meine, wenn jeder die Regeln einhält, ist alles okay. Das Problem ist nur, wenn die Leute dann laut werden. Das ist jetzt Host, hier ist der Host jetzt. Sorry about that. No, it's fine. Just tell me when to start again. We could. Daya, alles gut? Test, Test, Test. Und du schreibst auf, wann geschnitten werden muss. Wackelkontakt says there's like, sometimes, you know, it's like loses connection. It's right against my face. Should it be that close? Like this. Say something so Dahlia can hear. Testing? Testing? Okay. Okay. We're right to begin? Yeah. So would anyone say that the papacy resurrected in 1989? Also würde irgendjemand sagen, dass 1989 das Papsttum wieder aufkam? It had some power. Es hatte ein bisschen Kraft. It had some power back here as well. Es hatte hier auch ein bisschen Kraft. Oder Macht. Would anyone call that the resurrection? Würde das irgendjemand das Wiederaufkommen, die Wiederbelebung nennen? Does anyone say yes? Sagt irgendjemand ja? You only did that to get a discussion. Das hast du nur gemacht, damit wir jetzt eine Diskussion anfangen. Why would you call it a resurrection, Yeah, Brother that Ari? was, I'm afraid for that question, of course. I have to think about it. What did it have back here? Was hatte es denn hier hinten? Just vaguely. Ungefähr. Power over the kings. Sie hat Macht über die Könige. It had power over the kings. Es hatte Macht über die Könige. It had this church over state relationship. Diese Kirche- und Staat-Verbindung.
power over people's lives, die Macht über das Leben von Menschen. but it's doing that through the state. Aber es tut das über den Staat. So here Also hier dann they see Hitler sehen Sie Hitler and they think he'll be the state, und das ist der Staat. and that papacy can rule Hitler. Und das Papsttum tut den Hitler regieren. Were they ever able to do that? Würden Sie das, waren Ihnen das möglich, dass Sie das taten? No. Nein. What Hitler did Was Hitler getan was hat, he took what from the papacy what he needed. er nahm von dem Papsttum, was er gebraucht hatte, He needed them to abolish the Democratic Catholic Party in Germany, und er musste sie dazu bewegen, dass sie diese demokratisch-katholische Partei in Deutschland abschafften, for him to take total control of the government. dass er dann die totale Kontrolle über die Regierung einnehmen könnte. So Hitler wanted their help, Also Hitler wollte ihre Hilfe, so he made some concessions. also hat er ein paar Bedingungen gestellt, Zugeständnisse. The minute he did that, Und in dem Moment, wo er das getan he hat, didn't care about the papacy anymore, da hat er sich nicht mehr um das Papsttum gekümmert and he ignored them. und er hat sie ignoriert. They could not control Germany. Sie konnten Deutschland nicht kontrollieren. So they weren't able to rebuild that relationship here. Also sie konnten diese Verbindung hier einfach nicht nochmal wieder aufbauen. Does that make sense? Macht das Sinn? They got some concessions. Sie haben ein paar Zugeständnisse gegeben. They got the Lateran Treaty. Sie haben diesen Lateranvertrag getätigt They got a Concordat signed, und sie haben es unterschrieben. but they did not achieve the political power of the 1260 Aber sie hatten nicht wieder diese politische Macht wie in den 1260. because Germany wouldn't let them. Denn Deutschland würde sie das nicht, es würde es nicht erlauben. Does that make sense? Macht das Sinn? And then 1989, 1989 they see America. sehen sie Amerika They go into an alliance with Reagan und sie gehen in eine Allianz mit Reagan ein, because Reagan wants something. weil Reagan etwas möchte. He wants the Pope Er möchte den Papst, to help take down the Soviet Union. dass er ihm hilft, dass die Sowjetunion runterkommt. So he makes some concessions, Also macht er hier auch ein paar Zugeständnisse acts like the friend of the Pope. und tut so, als wäre der Freund des Papstes. The minute the Soviet Union receives the deadly wound, Und in dem Moment, wo die Sowjetunion ihre tödliche Wunde bekommt, what does America do to John Paul? was macht denn Amerika mit Johannes Paul II.? Just what Hitler did, brushes him off. Genau, was Hitler getan hat. Er tut sie einfach ignorieren dann. And he became a very frustrated, angry Pope. Und es wird ein sehr frustrierter, ärgerlicher Papst. 'Cause he was used. He knew he'd been used. Er wusste, dass er benutzt worden ist. And he had no control. Und er hatte keine Kontrolle. 1990, 1990 America wants to go to war with Iraq. möchte Amerika mit dem Irak in den Krieg ziehen. And John Paul tells him, you're not allowed. Und Johannes Paul II. Sagt ihm, das ist dir nicht erlaubt. And George Bush says, Und George Bush sagt, thanks for the advice, danke für den Rat and goes to war with Iraq. und geht dann in den Krieg mit dem Irak. That's not church over state. Und das ist nicht die Kirche, die über dem Staat steht. So here, in 1989, Also it 1989, gets used by the state, but it doesn't control it. da wird es von dem Staat benutzt, aber es kontrolliert den Staat nicht. In the world wars, it gets used by Germany, but it never controls Germany. In den Weltkriegen, da wird es von dem Staat oder von Deutschland benutzt, aber es hat niemals Deutschland kontrolliert. Does that make sense? Macht das Sinn? So I would say that it doesn't resurrect, Also würde ich vorschlagen, dass es noch nicht wieder aufgestanden ist. because whatever it had here, Denn was auch immer es hier hatte, when it lost it, als es verloren hat, it symbolized as dying. dann wird es symbolisiert, dass es stirbt. So when it resurrects Also das heißt, wenn es wieder aufersteht or achieves life, oder wieder das Leben bekommt, it must go back to the condition it was in the 1260. dann muss es zurück zu dem Zustand wie in den 1260 wieder zurückkehren. Is that okay? Macht das Sinn? Is that okay, brother? Okay. So what we said yesterday Also was wir gestern gesagt haben, was that it resurrected war, dass es continue, at the Sunday law. dass es am Sonntagsgesetz wieder aufkommt. Because it's at the Sunday law, Denn es ist am Sonntagsgesetz, it goes back to what it had wo es zurückgeht before 1798. zu dem, was es vor 1798 hatte. It has back its power, Es hat seine Macht wieder zurückerlangt, political power. die politische Macht.
So it doesn't fully achieve a life until the Sunday law. Es tut nicht wirklich wieder Leben haben bis zum Sonntagsgesetz. And with resurrection, Und mit dieser Wiederbelegung, if we're going to be precise, wenn wir hier genau sein wollen, you either have a life or you don't. dann hat man entweder Leben oder man hat kein Leben. But we know just from Genesis Aber wir wissen das vom ersten Buch Mose, that there's a process dass es da einen Prozess gibt, of putting a body together. dass man einen Körper zusammenbringt. And we know that from this movement, Und wir wissen das auch von dieser Bewegung, that there's a process dass es da einen Prozess gibt, that prepares us to do a work at the Sunday law. das uns vorbereitet für ein Werk, das wir am Sonntagsgesetz dann tun. So I said, Also habe ich gesagt, the process began in 2001. dass dieser Prozess 2001 anfing. It's in 2001 Und 2001, that's the time of the end for the papacy, welches das Zeit des Endes für das Papsttums ist, where that beginning of restoration that will lead them to the Sunday law. wo diese Wiederherstellung anfing, welches sie dazu führt, dass sie am Sonntagsgesetz wiederbelebt sind. And as we get closer, we see more detail. Und während wir dem näher kommen, sehen wir mehrere Details. We see that from Panium to the Sunday law, Wir sehen das von Panium bis zum Sonntagsgesetz, there is the Babylonian War. dass wir da diesen babylonischen Krieg haben. And after that war is won, Und nachdem dieser Krieg gewonnen wurde, the beginning of the Seleucid dynasty, da fängt die Seleukische Dynastie an. it's here that Seleucus has his power. Und hier ist es, wo dann Seleukus dann seine Macht hat. So we have to understand what we mean by resurrection, Also wir müssen verstehen, was wir damit meinen, wenn wir Wiederbeleben sagen. because I think we can imagine Denn ich denke, wir können uns vorstellen, that how can a power that is dead do anything? ist das, wie kann eine Macht, die tot ist, irgendwas tun? So we would want to see it as alive Also möchten wir das am Lebensein betrachten, during all of this history, in from dieser, 1799 to the Sunday law. also wir möchten das nachvollziehen von 1798 bis zum Sonntagsgesetz. But the death, Aber dieser Tod this deadly wound and death, ist dieser, die tödliche Wunde und der Tod, means that it lost something. es bedeutet, dass es etwas verloren hat. It doesn't take that back Und es nimmt das nicht wieder zurück, until it gains it at the Sunday law. oder es bekommt das wieder nicht bis zum Sonntagsgesetz. So the resurrection Also diese Wiederbelebung is when it has back that power, ist, wenn es wieder diese Macht hat. not the process of fighting for it. Nicht dieser Prozess, wo es dafür kämpft. Does that make sense? Macht das Sinn? So now we just have to transfer that thought to the king of the south. Diesen Gedanken müssen wir einfach nur auf den König des Südens beziehen. Because the question that was asked that hasn't been answered Die Frage, die gefragt wurde, aber nicht beantwortet wurde, said, what about the resurrection for the king of the south? was ist denn mit diesem Wiederbeleben des Königs des Südens? What event marks the resurrection of the king of the south? Welches Ereignis tut dies markieren, dass der König des Südens wieder aufkommt? So if we were to talk about the king of the south, Also wenn wir über den König des Südens sprechen and its resurrection, und seine Wiederbelebung, we have to go back to its deadly wound and death. dann müssen wir wieder zu seiner tödlichen Wunde und Tod zurückkehren. The deadly wound Die tödliche Wunde is 1989. ist 1989 The death und der Tod is 1991. ist 1991. And it had been fighting this war with America, Und sie haben diesen Krieg mit Amerika geführt, known as the Cold War. bekannt als dieser Kalte Krieg. So in 1989 it receives the deadly wound. Also 1989 erhält es diese tödliche Wunde. In 1991 it dies. 1991 stirbt es. So what does it lose that it had Also was tut es denn verlieren, was es hatte in this history? in dieser Geschichte? What did it have? Was hatte es denn? Is a global power? It was a global player. It's a global player. Also es war ein globaler Spieler. What did that look like? Und wie sah das denn aus? Spheres of influence. Einflussgebiete. It had all of these satellite states. Es waren diese ganzen Satellitenstaaten. So at the deadly wound here, Diese tödliche Wunde hier. it starts to lose them. Es fängt an, sie zu verlieren.
And we particularly mark East Germany. Und wir tun im Speziellen das Ostdeutschland markieren. But there were others. Aber da gibt es auch noch andere. Poland, Polen, Ukraine, die Ukraine, all of Eastern Europe. alles von Osteuropa. But it's not just Eastern Europe. Aber es ist nicht nur Osteuropa, It's also through South America. also auch in Südamerika It's also through Asia. oder in Asien. So you might think of Cuba. Man kann zum Beispiel über Kuba It's nachdenken. nowhere near Eastern Europe. Es ist noch nicht mal irgendwie in der Nähe von Osteuropa. It's in the Middle East. Es ist im Mittleren Osten. So these spheres of influence was not just Eastern Europe, it was global. Also diese Einflussgebiete waren nicht nur in Europa, sondern sie waren global. So it had spheres of influence Also es hatte Einflussgebiete in the history of the Soviet Union. in der Geschichte der Sowjetunion. Its deadly wound Seine tödliche Wunde is when it loses these. ist, wenn es diese verliert. And by the time it's dead, Und zur Zeit, wenn es tot ist, it has lost that global power. hat es diese globale Macht verloren. It might have some influence, Es mag hier einen gewissen Einfluss haben, but it's no longer strong enough to really defend them. aber es ist nicht mehr wirklich stark genug, um diese zu verteidigen. So they become meaningless. So werden sie jetzt bedeutungslos. So they're still the ally of Iraq. Also sie sind immer noch diese Verbündeten mit dem Irak. It's Saddam Hussein all the way through from 1979 Also Saddam Hussein von 1779 an through 2003. bis 2003. But they can no longer defend him. Aber sie können ihn nicht mehr beschützen. Is it time for Sabbath? Yes, it is time. We stop. You want to just pray? We have a prayer. Wir haben We ein just close the Sabbath. Wir haben ein Gebet, um den Sabbat abzuschließen. Dear Father in heaven, Himmlischer Vater im Himmel, thank you for your Sabbath day. danke für deinen Sabbattag, Thank you for the sunshine danke für den Sonnenschein and the fellowship. und die Gemeinschaft. Lord, we are so grateful Herr, wir sind so dankbar, for what you have taught us, was du uns gelehrt hast, that we are living at this time dass wir zu dieser Zeit leben and you try and teach us. und dass du versuchst, uns zu lehren. I pray, Lord, that we will make use of these hours, Ich bitte dich, Herr, dass wir diese Stunden gebrauchen, especially in your Sabbath, besonders an deinem Sabbat, but also in the new week, aber auch in dieser neuen Woche, that things of life do not distract us dass die Dinge des Lebens uns nicht ablenken or discourage us. oder uns enttäuschen. We pray for your presence. Und wir bitten dich für deine Gegenwart. In Jesus' name, In Jesu Namen. amen. Amen. So we have to think about what the Soviet Union lost. Also wir müssen darüber sprechen, nachdenken, was die Sowjetunion verloren hat. It was this global power, Es war diese globale Macht, but how that was demonstrated was through these spheres of influence. aber wie dieses demonstriert wurde, war über die Einflussgebiete. Now, just a few years later, Nun, ein paar Jahre danach Putin comes on the scene kommt Putin auf and he immediately becomes more active. und er wird sofort wieder aktiv. Can mark some major waymarks. Und man kann hier große Wegmarken oder wichtige Wegmarken markieren. 2003 2003 with Iraq. in der Irak, He's by 2007. 2007 He's quite against the US. ist er gegen die US This becomes heightened in 2011 und dann wird das alles noch schlimmer im Jahre 2011, when Gaddafi, wo Gaddafi, one of his allies in Yemen, is killed. einer seiner Verbündeten im Jemen, getötet werden. And he says in 2011, Und er sagt im Jahre 2011, never again. nicht noch einmal. Now he's going to defend these spheres of influence that he's had not been able to protect. Jetzt wird er diese Einflussgebiete, die er bis jetzt nicht beschützen konnte, anfangen zu beschützen und dafür zu kämpfen. So when you would mark the resurrection Das heißt, wenn man diese Wiederbelebung markieren würde, of the King of the South, die Auferstehung des Königs des Südens, must be when it takes back these spheres of influence. dann muss es sein, wenn der König
wenn er wieder die Einflussgebiete einnimmt. That would mark its return as a global superpower. Und das würde seine Wiederkunft als ein globaler Spieler markieren. Like we do with the papacy, So wie wir das mit dem Papsttum tun. the fight that leads to that, Dieser Kampf, der dazu führt, we don't mark as resurrection. dann markieren wir das nicht als als ein Wiederauferstehen, Like 1989. wie 1989. It does something but it hasn't resurrected. Es hat etwas getan, aber es ist hier nicht wieder auferstanden. Only when it's achieved that global superpower status. Nur als es wieder diesen Status des globalen Spielers erreicht hat. So I would mark the resurrection of the King of the South in 2019. Also würde ich die Wiederauferstehung des Königs des Südens in 2019 markieren. The papacy resurrects Das Papsttum steht wieder auf, after fighting a war nachdem es einen Krieg to take geführt back hat, that power. um diese Macht wieder an sich zu reißen. The King of the South resurrects Der König des Südens kommt wieder auf, after fighting a war. nachdem es einen Krieg geführt hat. You could, if you combine the world wars, you can mark that from 2003. Und wenn man diese Weltkriege kombiniert, dann kann man das auf den Dritten Weltkrieg anwenden. 2003 to 2019. 2003 bis 2019. 2019, 2019 it takes back these spheres of tut influence. es wieder diese Einflussgebiete zurückerobern. Now the war has been fought for a while, Nun, der Kampf geht schon seit einiger Zeit, hält er an, but it's in 2019 aber es ist im Jahre 2019, that it takes Syria, dann nimmt es Syrien, it Right. takes Ukraine, die Ukraine, it takes Venezuela, Venezuela takes Yemen, und es nimmt auch Jemen ein, Afghanistan. Afghanistan. It's now able to defend its sphere of influence. Und es ist jetzt möglich, sein Einflussgebiet zu verteidigen. And this is just some of them. Und das sind jetzt nur ein paar dieser. It started stretching into Turkey, Es hat sich sogar bis hin in die Türkei gezogen, where now the president of Turkey would say, wo der Präsident von der Türkei jetzt sagen würde, I don't need to do what America's telling me to do. ich muss jetzt nicht tun, was Amerika mir sagt, was ich tun soll. I can ignore what they're offering me Ich kann ignorieren, was sie mir vorschlagen, because I've done a deal with Putin. weil ich einen Handel mit Putin eingegangen bin. And he feels safe to do that. Und es fühlt sich gut an und es ist sicher, das zu tun. And that's just what he did. Und das ist einfach nur das, was er getan hat. He looked between the United States and Russia Er hat zwischen Russland und Amerika das so angeschaut and chose Russia. und er hat Russland gewählt. So does that make sense? Macht das Sinn? It takes back Es nimmt zurück, what it lost when it died. es nimmt das zurück, was es verloren hat, als es getötet wurde. And it doesn't do that till 2019. Und er tut das nicht bis 2019. And even secular sources, Und sogar weltliche Quellen, they look at what Russia did in these countries sie schauen an, was Russland in dieser Zeit getan hat, in diesen Ländern. and they saw it as the resurrection of the Soviet Union. Und sie haben es als die Wiederauferstehung der Sowjetunion angesehen. Does that make sense? Macht das Sinn? So resurrection means you take back what you'd lost when you died. Also diese Wiederauferstehung bedeutet das, dass man das wieder zurückkriegt, was man verloren hat, wenn man gestorben ist. We're given back the breath of life. Da wird der Atem des Lebens wieder zurückgegeben. You give something up, you're given it again. Also wenn man etwas abgegeben hat, dann wird das einem wiedergegeben. So 2019 is the resurrection Also 2019 ist diese Wiederbelebung of the King of the South, des Königs des Südens, not of the papacy. nicht das von dem Papsttum. Brother Arian. Are you saying these spheres of influence progressively will come under control of Russia, or did it all happen in 2019? Like, what significant thing happened in Ukraine, for example, or is because it started in 2014? Is it progressive, or is that do you mark these countries there because they're significant in 2019? With the deadly wound, In der tödlichen Wunde, I think if we were to go back into that history, we'd see it as quite progressive. ich glaube, wenn wir zurück in diese Geschichte gehen würden, dann würden wir es ziemlich als voranschreitend sehen. It's really from the very beginning. Es ist eigentlich vom Anfang an, It's
when the Soviet Union in 1989, they pull all their troops out of Afghanistan. Zum Beispiel 1989 am Anfang, da hat die Sowjetunion ihre ganzen Truppen aus dem Afghanistan zurückbeordert. So it's not just the Berlin Wall. Also es ist nicht eigentlich nur die Berliner Mauer. So we can mark one event Wir können ein Ereignis markieren, just like you can here. so wie man es auch hier tun kann. We would mark November 9, the fall of the Berlin Wall. Wir würden den 9. November markieren, den Fall der Berliner Mauer. But if you zoom in on that history, it's progressive. Aber wenn man in diese Geschichte rein zoomt, dann sieht man, dass es voranschreitend Because ist. it's more than East Germany. Denn es ist mehr als einfach nur Ostdeutschland. So it loses them one by one. Also es verliert sie eins nach dem anderen. From the beginning of 2019, it started taking these down one by one. Von Anfang an, seit 2019, Anfang an haben sie versucht, eins nach dem anderen haben sie es eingenommen. The first one I would probably mark as Venezuela. Das erste würde ich als Venezuela markieren. Because if you remember, that's when Maduro was looking powerful. Wenn ihr euch daran erinnert, dass es wann Maduro mächtig schien And it looked like he would overthrow the president. und es schien, als würde er den Präsidenten stützen. Do we remember the name of the president? Können wir uns an den Namen des His Präsidenten name escapes me. erinnern? I don't have my notes here, so I can't go through each event Ich kann nicht durch jedes Ereignis hier durchgehen, weil ich meine Notizen hier nicht habe. and remember as accurately as I wish. Und ich kann es nicht so akkurat mich daran erinnern, wie ich es eigentlich gern wollte. Dates and names. Die Daten und die Namen. The names of these countries that correspond to the year 2019. Yes. It's not like how do you call that in English? They all added up in a period of time, from 2003 to 2019. You say they all. Over the course of that year, Also in diesem Jahr, in dem ganzen Jahr, Putin took control of each one. Okay. hat Putin die Kontrolle über jedes Land eingenommen, also als Einflussgebiet. So Yemen is still in a civil war. Also Jemen ist zum Beispiel immer noch in einem Bürgerkrieg. It's a proxy war Es ist ein Stellvertreterkrieg between Saudi Arabia zwischen Saudi-Arabien and Iran. und dem Iran. And over Iran Und über dem Iran is Russia, ist Russland and over Saudi Arabia is the United und States. über Saudi-Arabien ist die Vereinigten Staaten. And these two sides Und diese zwei Seiten, are fighting over Yemen. sie kämpfen über Jemen. So this is a proxy war. It's a double proxy war. Also es ist sozusagen ein doppelter Stellvertreterkrieg. And in 2019, Und im Jahre 2019 Vladimir Putin took his secret army. hat Wladimir Putin seine geheime Armee genommen, They're known as the Wagner Group. welche als die Wagner-Gruppe bekannt ist. They're technically illegal, but he has this private force. Eigentlich sind sie illegal, aber er hat so diese private Macht oder Streitmacht. He can send them into countries and then deny he's there. Und er kann sie in Länder einfallen lassen und dann oder sagen, ja, da ist ja nichts. And in 2019, his private army started popping up in some of these civil war zones. Und 2019 fing an, dass man in diesen Kriegszonen, dass man seine Armee, dass sie gesehen wurde. And then this side, Russia's side, starts to win. Und dann diese Seite, Russlands Seite, fing an zu gewinnen. So that this civil war is still going, Also der Bürgerkrieg ist immer noch am Laufen, but this side took control for the first time aber diese Seite hat zum ersten Mal die Kontrolle übernommen, because they had his private army. denn sie hatten seine private Armee. And this wasn't just Yemen. Und dies war nicht eigentlich nur Jemen. This was also, I'm quite sure, Libya Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies auch Libyen war and Sudan. und Sudan. So there's more countries than are listed here. Also da gibt es mehrere Länder als die ich hier nur aufgezeigt habe. But America started losing these more obscure proxy wars. Aber Amerika hat angefangen, diese mehr verdeckten Stellvertreterkriege zu verlieren. Ukraine, through the impeachment, lost the support of Trump. Die Ukraine durch dieses Amtenthebungsverfahren hat die Unterstützung von Trump verloren, Because he couldn't use it weil er konnte es ja nicht benutzen as an ally. als einen Verbündeten.
because of his own internal political problems. wegen seinen eigenen internen Problemen. And Syria was the easy one. Und Syrien war dann das Einfache. He took control of the whole of northern Syria. Er hat die Kontrolle über das ganze Nordsyrien eingenommen. So it was really progressive from throughout 2019. Also es war wirklich voranschreiten in dem ganzen Jahr 2019. But by the end of it, Aber am Ende dann, the external news sources, die externen Nachrichtenquellen, the internet's not working at the moment, but I might do that tomorrow. das Internet funktioniert momentan nicht, aber vielleicht werde ich das einfach morgen machen. Just try and put up some sources Ich versuche hier ein paar Quellen zusammenzutragen of good articles. von guten Artikeln. But they were recognizing how Vladimir Putin, how Russia had won in 2019. Aber sie haben aufgezeigt, wie Russland in 2019 gewonnen hat. Is that okay? Ist das Does that okay? answer the question? Du darfst die Frage beantworten? This is when it resurrects because it takes back the life it had lost. Das ist, wo es wieder aufersteht, weil da hat es oder das Leben bekommt, weil es das zurücknimmt, was es verloren hatte. So I'll just look at a couple of other questions very quickly. Und kurz werde ich noch 2 weitere Fragen behandeln. The question was asked, Die Frage wurde gefragt, how does the 2520 develop into a time test? wie tut die 2520 sich in einen Zeittest weiterentwickeln? This is because what was taught Das ist basiert darauf, was ich gelehrt hatte, is that in each dispensation dass in jeder Dispensation, there's one message, dass es eine Botschaft gibt. and this message Und diese Botschaft starts easily, innocently, fängt unwahrscheinlich, also harmlos an and develops into a test. und entwickelt sich zu einem Test. And in our early reign, Und in diesem frühen Regen, the 2520 die 2520, developed into time setting. entwickelte sich weiter zu dem Thema der Zeitsetzung. So the question was asked, how did this develop the 2520 to time? Also die Frage wurde gestellt, wie kann das funktionieren? This was done largely through Daniel chapter 5, Und das wurde weitgehend durch Daniel Kapitel 5 getätigt. and that's the many, many tekel upharsin. Und das sind diese Mene, Tekel, Upharsin. When you calculate the many, many tekel upharsin, Wenn man das zusammenzählt, dieses Mene, Tekel, Upharsin, that calculation enables you to establish a connection diese Summe tut uns, oder beziehungsweise diese Rechnung tut uns eine Verbindung hier geben between the 2520 zwischen der 2520 and the 126 und der 126 and the 151. und der So the 151. 2520 develops into an understanding of the 126 and the 151. Also die 2520 entwickelt sich zu einem Verständnis über die 126 und die 151. And it's recognized that the role the 126 has played in our reform line. Und es wird erkannt, die wichtige Rolle, die die 126 in unserer Reformlinie spielt. Where you have 1863 Wo man 1863 hat takes you through a 151 und mit der 151 to 2014 kommen wir dann zum Jahre 2014 and 1888 und 1888 through a 151 durch eine 151 takes you to 2014. bringt uns auch zu 2014. But it's also recognized Aber es wird auch erkannt, that the der 1888 to 2014, should it be the 126? oh yes, sorry. Ja, Can't tut be mir for leid. both. Also es ist die 126 It's also recognized und es wird auch erkannt, that to get to 1989, um zu 1989 zu kommen, 1989, what's the date back here? I forget. 1863, 1863. es ist 863 für der 126. Oh yes, the 126, Also ist die 126, because this is the scattering. denn das ist eine Zerstreuung
Adventism is scattered in 1863. Der Adventismus wird in 1863 zerstreut It goes into captivity, und es geht in die Gefangenschaft ein. just like you would mark 538 to 1798. Excuse me. So wie man auch 538 bis 1798 markieren würde. It's that period of captivity. Es ist diese Zeitperiode der Gefangenschaft. So I'll stop for time, Wegen der Zeit werde ich hier jetzt stoppen. but it's this recognition that the 2520 Aber es ist hier, dass man erkennt, dass die 2520 in Daniel 5 in Daniel Kapitel 5 has this connection to the 126 and the 151, diese Verbindung zu der 126 hat und der 151 and the 126 und die 126 is 1/10 of the ist 1260. ein Zehntel der 1260. Can you please shortly show us how the 151 is the mass from the 151 in connection to the 2520? Sorry? The mass of the 151 in connection to the 2520. Just the 151, not Yeah, the only 126? 126 I know, but 151 I don't know. Die Frage war die 151, wie kann man die mit der 2520 verbinden? So to calculate the 126, Um die 126 zu kalkulieren, the many das Mene equals 50. Is that ist, correct? ist gleich 50. I think so. This is why I was looking for my notes. Das ist, warum ich meine Notizen gesucht habe. Do you remember Parminder? Okay. Is it not Ezekiel somewhere? I had a notes for this, and I don't trust my memory. 4 verse 45? Computer is not working. Ezekiel 45:12. Thank you. He says Ezekiel 45:12. I think it's a shekel. I've lost my notes for this, so I might just get... We're transferring anyway, so I might just get Elder Parminder to do this part. Daniel, aufschreiben zum Schneiden. Danke. Can you just repeat your question? Kannst du deine Fragen nochmal bitte wiederholen? 26 to the 2520, but I want to know the mass between 151 and 2520.
If you go to Daniel chapter 5, verse 25, Also wenn man zu Daniel Kapitel 5, Vers 25 geht, it reads, da sagt es, and this is the writing that was written, many, many tekel you fasting. so lautet aber die Schrift, die geschrieben steht, Mene, Mene, Tekel, Ufersinn. Sister Catherine, do you have software on your phone? Schwester Catherine, hast du eine Software auf deinem Telefon? Could you tell us what the Hebrew coding is for many? Könntest du uns sagen, was diese hebräische, also was die Kodierung für Mene ist? Sister Swellen, do you know how to do this? How to find the Hebrew coding? No? You don't know how to do it? Or it's not on your It's phone? not the right. I know what you're looking for. It's not right. Okay. Brother Roland, Oh, sorry. you don't have it on your phone or you don't know how to do it? I have not on my phone. Okay. Brother Wolfgang? If I have something. I have eSword, but I You don't know how to use it? no. Okay. So we've already had a request. Even without the request, we know that we need to take some classes on how to use, to make sure we've all got the software and then how to use the software. Wir wissen bereits, dass wir eine Unterrichtsstunde darüber halten sollen, wie wir diese Softwaren benutzen. 4. So it's H4484. Es ist H4484. So if you look at it, Also wenn ihr das betrachtet, we'll go with the Brown Driver Briggs definition. where do you have it? Die BDB-Definition. And it says Mina, Und es sagt, Mene, Mana. Mene, It means a weight or a measurement. bedeutet es ein Gewicht oder ein Maß, It says usually was normalerweise 50 shekels, 50 Schekel sind but maybe 60 shekels. Oder- shekels. vielleicht 60 Schekel. It can be 50 or 60, Also es können 50 oder 60 sein. one or the other. Eins oder das andere. So that's what Brown Driver Briggs teaches. Das ist, was dieses Wörterbuch sagt. Es geht hier um Mene. So, is that okay? Mene, ja. So in the movement, Also in der Bewegung. the one that we like to go for is the 50. Also was wir gerne benutzen hier ist die 50. We prefer not to go for the 60. Whoops. Und wir bevorzugen nicht das andere zu nehmen. And if you go back to the root word, it means to be numbered. Und Which wenn wir is the way Daniel understands it or explains it. Und wenn wir zurückgehen zu diesem Wurzelwort, dann bedeutet es, gezählt zu werden. Und das ist ja auch, wie Daniel es erklärt. So it's a weight or measurement, usually 50 shekels, but can also be 60. Also es ist ein Gewicht oder ein Maß, was oft 50 Schekel sein können aber auch 60 sein. So as I say, we go for the 50. We don't go for the 60. Und wie ich bereits gesagt habe, normal haben wir die 50 hier. And when you do the math, Und wenn man das durchrechnet, we do 50 plus 1 plus half of 50, also da haben wir 50 plus 50 und dann 1 und dann eine Hälfte von 50, which gets 126. You said you already knew that. welches 126 sind. Und du hast gesagt, du weißt es bereits schon. So if you do the 60 shekels, Und wenn man die 60 Schekel jetzt nimmt, you would do 60 plus 60 plus 1 dann, plus 30, dann würde man 60 plus 60 plus 1 plus 30 machen.
should be 151. und welches dann uns zu 151 bringt. But it's a bit stronger than that. Aber es ist noch ein bisschen stärker wie das, We're in the book of Daniel. wenn wir in dem Buch Daniel sind. So if you go to Ezekiel, Wenn man jetzt zu Hesekiel geht, chapter 45, Kapitel 45, verse 12. Vers 12. So Ezekiel Hesekiel is written a long time before Daniel 5. wurde eine lange Zeit vor Daniel 5 geschrieben. Just the time frame of those two. Einfach nur, dass wir den Zeitkontext der beiden sehen. It's decades before. Es sind Jahrzehnte zuvor. So if you go to Ezekiel chapter 45, Also wenn man zu Hesekiel Kapitel 45 geht, so this is the section das ist die Sektion, that deals with the vision of the temple. wo es um die Vision über den Tempel geht. If you were to go to chapter 40, Wenn man zu Kapitel 40 geht, is that deal with the destruction of various powers. nachdem es hier über die Prophezeiung spricht von gewissen Mächten, That's chapter 38, 39. Kapitel 38 und 39, That's the story of Gog and Magog. das ist die Geschichte von Gog und Magog. It then talks about the restoration of God's people. Da spricht es dann über die Wiederherstellung von Gottes Volk. So it says in the 25th year of our captivity, Verse 40, chapter 40, verse 1. Kapitel 40, Vers 1. So this is the 25th year of their captivity. Also im 25. Jahr ihrer Gefangenschaft. So if you hold that, Wenn man das jetzt festhält you went to Ezekiel 1, und man geht zu Hesekiel 1, it talks about the 5th year of Jehoiakim's captivity. da spricht es steht da vom 5. Jahr des Jehoiakims, der Gefangenschaft von ihm. Ezekiel 1:1. Hesekiel 1, Vers 1. So in chapter 40, verse 1, Also in Kapitel 40, Vers 1, this talks about the 25th year, da geht es um das 25. Jahr. and then it tells you, after the city was smitten, Sagt, in the selfsame day, the hand of the Lord was upon me and brought me thither. nachdem die Stadt geschlagen worden war, eben den Tag kam die Hand des Herrn über mich und brachte mich dorthin. So this is Zedekiah is reigning. Also Zedekia tut regieren. In chapter 1, verse 1, Zedekiah is reigning. In Kapitel 1, Vers 1 tut Zedekia regieren. How long does Zedekiah reign for? Und wie lange tut Zedekia regieren? 11 years. 11 Jahre. So Zedekiah reigns for 11 years. Zedekia regiert für 11 Jahre. And in chapter 1, verse 1, Und Kapitel 1, Vers 1, so this is the 11th year, das ist das 11. Jahr, it says it's the 5th year. sagt es, dass es das 5. Jahr ist. So it's the 5th year of Jehoiakim's captivity. Also es ist das 5. Jahr von der Gefangenschaft von Jehoiakim. Jehoiakim. So without getting into ascension years and the difficulties of that, Also ohne jetzt in die kleinen Details, die ziemlich schwer sind, reinzukommen, this is basically the 5th year of Zedekiah's reign. dann ist das eigentlich das 5. Jahr von der Regierung von Zedekia. And this is when Jerusalem Und das ist, wo Jerusalem is destroyed, zerstört wird. the destruction of the temple. Die Zerstörung des Tempels. That's what ends his reign. Das ist, was sein Regieren beendet. So Ezekiel 1:1 Also Hesekiel 1, Vers 1 is here. ist hier. Then you'd have 6 years. Dann hat man 6 Jahre. And then in chapter 40, Und dann Kapitel 40. how many years is that? Wie viele Jahre sind das? It says 25 years. Sind 25 Jahre. So you've got 25 Also man hat 25 Jahre plus 6. plus dann die 6. Let me do it this way. And this is 1:1, Das ist 1, 1 and this is 41. und das ist 41. Is that okay? 40 Vers 1. Ist das okay? So this is 31 years Also das sind 31 Jahre, after Ezekiel chapter 1 begins. nachdem Hesekiel, also das erste Kapitel anfängt. Okay? So just to give you an idea,
they're going to be in captivity for many, many years, 70 years. Sie werden für 70 Jahre in der Gefangenschaft sein. So this is decades Also das sind Jahrzehnte before Daniel 5. vor Daniel 5. Because Daniel 5 Denn Daniel 5 is at the very end of Babylon when Medo-Persia is going to take ist over. am Ende von Babylon, wo Medo-Persien dann das Ganze übernimmt. So depending on how you do your calculation, Und es kommt drauf an, wie man das rechnet. Daniel 5 is 538, 539. Ist, what do you mean with 539 or 538? If you go to the chart, it says Ah, 538. okay. If you follow sorry, yeah. Brother Theodore, it's 539. Es ist entweder das Jahr 538 oder 539 vor Babylon fertig. So this is decades before that. Und das sind jetzt Jahrzehnte zuvor. It's a description of the restoration of the temple, Also das ist eine Beschreibung der Wiederherstellung des Tempels, which is basically a figurative explanation of the restoration of God's people after captivity. was eigentlich eine symbolische Darstellung ist der Wiederherstellung von des Gottes Volks nach der Gefangenschaft. And it goes right to the end of the book. Und es geht bis zum Ende des Buches. And in the midst of this description of restoration, Und in der Mitte dieser Beschreibung der Wiederherstellung you get to chapter 45. da kommt man zum Kapitel 45. So chapter 45 Und Kapitel 45, is a continuation of chapter 44, da führt das einfach Kapitel 44 weiter, where it describes the work that's going on in the sanctuary. wo es die Arbeit im Heiligtum einfach beschreibt, die vonstatten geht. So we get to verse 12. Kommt man zum Vers 12, So we'll go to verse 10. gehen wir zu Vers 10. So in verse 10, In Vers 10 it says, "Ye shall have just balances and a just ephah and a just bath." sagt es, ihr sollt richtige Waage, richtiges Epha und richtiges Bad gebrauchen. So these are various measures. Das sind jetzt gewisse Maße So it says that you should be honest. und es sagt ja einfach, man soll ehrlich sein. And then it's going to describe how big an ephah is and how big a bath is. Und dann wird es beschreiben, wie groß ein Epha und wie groß ein Bad ist. The ephah and verse 11, the ephah and the bath shall be of one measure. Das Epha und das Bad sollen ein und dasselbe Maß haben. The bath will contain a 10th part of a homer, and the ephah the 10th part of a homer. Ein Bad soll den 10. Teil eines Homers fassen und ein Epha soll den 10. Teil eines Homers sein. The measure thereof shall be after the homer. Und ihr Maß soll sich nach dem Homer richten. And then he talks about the shekel. Und dann spricht er über das Shekel. It says, then the shekel shall be 20 Und gerahs. es sagt hier, das Shekel soll 20 Gera sein. So I'll do all the verse. Sorry. 20 shekels, 5 and 20 shekels, 50 shekels shall be your manna or mina. 20 Shekel, 25 Shekel und 15 Shekel soll euch die Mine oder Mene gelten. Or this is the same word that's found in Daniel chapter 5, which is a mini. Das ist das gleiche Wort, was auch in Daniel 5 gefunden wird, wo es da als Mene steht. So if you add up all the numbers, Also wenn man diese ganzen Nummern addiert, 20 20 plus 20 plus 20 plus 5. plus 5, So let me do that again. You get 20 also man hat hier 20 plus 5 and 20, plus 25, which is 25, welches 25 ist, plus 15. plus 15. So 20 plus 25 plus 15. Also 20 plus 25 plus 15. So what's that? Was ist das denn? So this is 60, Das ist 60. which is what you get here. Das ist, was man hier bekommt. So if you go to this word, Wenn man zu diesem Wort geht, which is in Ezekiel, welches in Hesekiel ist, this word for it's not mini now, it's manna, depending on how you pronounce it. dieses Wort ist jetzt nicht Mini, sondern eher Mane. So Kommt drauf an, wie man es ausspricht. here it was 4484, Hier war es 4484 and in Ezekiel, what is it? und in Hesekiel ist es was? So the word is Das Wort ist manna, Manna and it's what? und es ist was? 4488. 4488. 4488
4488. according to Brown Driver Briggs, Und zu diesem Wörterbuch, gemäß diesem Wörterbuchs, says 50 shekels, sagt 50 Schekel which is 1/50th of a talent of silver. ist ein 50. Talent von Silber. So it's a 60th of a talent in early Babylonian standard. Also es ist ein 60. Talent in dem frühen babylonischen Standard. So we pick up the number 60 here. Also wir tun hier die Nummer 60 nehmen. So in Daniel 5, In Daniel Kapitel 5 it could be 50 or 60, wäre es 50 oder 60. but in Ezekiel 45, Aber in Hesekiel 45 it's 60. wären es 60. So that's where we get the number 151. Und das ist, wo wir die Zahl 151 bekommen. And the 126, Und die 126, what's it connected to? wo What's the ist sie, theme? wo ist denn sie verbunden mit? Was ist das Thema? In Daniel 5, what's the theme of Daniel 5? Was ist das Thema denn Daniel Kapitel 5? Because Daniel's not going to get a number out of this, is he? Denn Daniel wird da ja keine Zahl rausnehmen, das macht er ja What nicht. does Daniel say? Was sagt Daniel? What does many mean? He was weighed and found wanting. So many means your kingdom is numbered. Also Mene bedeutet, dass dein Königreich gezählt worden ist. What does that mean Und was bedeutet das, when it's numbered? wenn es gezählt worden ist? Judgment? It means it's ended. Es bedeutet, dass es geendet. So the days of your reign is come to its end. It's numbered. Die Tage deiner Regierung sind gezählt. Tekel, Es kommt zu deinem Ende. Und Tegel you've been found in the balances and Is- you're found to be wanting or underperforming. ist, dass du in der Balance, in der Waage gewogen wurdest und dass du zu leicht empfunden wurdest. It's like you go shopping and it says 1 kilogram of carrots and it's actually only 600 grams. It's cheated. Also das ist wie wenn man einkaufen geht und man möchte 1 Kilogramm Karotten haben, aber dann hat man nur 600. Das ist hier Mogeln. Then you get the kingdom. Und dann hat man das You're going Königreich to cut it into 2 pieces. und es wird in 2 geteilt werden. One part to the Medes, one part to the Persians. Ein Teil zu den Medien, ein Teil zu den Persern. But we take this prophecy and make it 126. Aber wir nehmen diese Prophezeiung und machen die 126 daraus. So, Sister Esther, what did you say Daniel 5 is about, this theme? Schwester Esther, was hast du gesagt, was dieses Daniel 5, was ist das Thema von Daniel 5? Judgment. Gericht? So this is about judgment, Also- or I'm going to say destruction. Also das hier geht um Gericht oder ich sage hier Zerstörung, If you're okay with that. wenn das so okay ist. Now 151, Also 151, what's the theme of that? was ist denn das Thema davon? Sister Catherine, what's the theme? Where did we go? I took the time to go through all of this. Also ich habe mir die Zeit genommen, dass wir durch all das hindurchgegangen sind. Where does Ezekiel begin? Wo fängt denn Hesekiel an? Chapter Kapitel 1, 1, verse Vers 1. 1. And what is the historical context there? What does it say? Was ist denn der historische Kontext davon? Let me check if it's in verse 1 itself. Lass mich schauen, ob es wirklich in Vers 1 selber drin steht. It says in actually verse 2. Im Vers 2 sagt es, Which in verse 2. also im Vers 2. What's the context there? Was ist der Kontext denn hier? Give me the key word. Vision. Not vision. Captivity. Captivity. Die Gefangenschaft. Remember? Erinnert Put euch? number 5 here. Die Nummer 5 hier. I should put. I'll put 1 and 2. Ich markiere Vers 1 und 2. Captivity is what? Die Gefangenschaft ist was? Good or bad? Gut oder schlecht? It's judgment. Es ist Gericht. Similar theme to Daniel 5. Ähnliches Thema zu Daniel Kapitel 5. So it begins with judgment here, Also es fängt hier mit dem Gericht an, but then we went to what chapter? aber dann sind wir zu welches Kapitel gegangen? It's on the board.
Went to chapter 40. wo es Kapitel 40 ist. Brother Roland, what's the theme or the subject of chapter 40? Bruder Roland, was ist das Thema von dem 40. Kapitel? You might not be able to see it if you read one verse, Also vielleicht kann man das nicht sehen, wenn man nur einen Vers benutzt oder liest. which is why I gave you the answer to that before. Das ist, warum ich euch die Antwort auf diese Frage schon zuvor gegeben habe. Die Wiederherstellung des Tempels beginnt. The restoration of the temple begins. The restoration of the temple, Also die Wiederherstellung des Tempels fängt an. from chapter 40 to the end of the book, the theme is the restoration of the temple. Von Kapitel 40 an bis zum Ende des Buches ist dieses Thema die Wiederherstellung des Tempels. And it says, when you do things in the temple Und es sagt dann, wenn du Dinge in diesem Tempel tust or in your business, oder in deinem Geschäft, what kind of business affairs should you do? dann wie sollst du dieses Geschäft führen? Correct Ja, or honest? Justice. Also ehrlich soll man sein. So that's what chapter 45 is about. Und das ist, worum es in Kapitel 45 geht. When you do all this interaction, it should all be honest. Wenn diese ganzen Interaktion macht, dass So- man ehrlich ist. This is destruction. Also das hier ist Zerstörung. What's this theme, Und was ist das hier für ein Thema? Brother Roland? Gerechtigkeit. Justification? Wiederherstellung, Tempel. Restoration? Restoration, good. Es ist die Wiederherstellung, gut. So, this is the destruction, Als- and this is the restoration. Also dies ist die Zerstörung und das hier ist die Wiederherstellung. Both 2520s, Beides sind ja die 2520 or forms of 2520. oder Formen der 2520. Elder Tess mentioned about a tenth. Elder Tess hat hier ein Zehntel erwähnt. So we get the concept of a tenth Also wir haben das Konzept hier des Zehntels from Isaiah. von Jesaja, Sister Kathy? Schwester Kathy. 11, 13. Isaiah 13, 11. Oh, Isaiah 6, 13. Brother Arian? Revelation. 13. It was also a 13, but I'm not sure Good. the chapter. I was going to give you that one. The 10th. I'll give you the portion of the verse, the 10th part of the city. The French Revolution. Good. Revelation 11. 11, good. Offenbarung, also Jesaja 6, Vers 13 und Offenbarung 11, Vers 13, da bekommt man dieses eine Zehntel her. So we have two passages that deal with the 10th. Also wir haben zwei Verse, die um das Zehntel gehen. Sister Tamina, Ja. what is the 10th equal? It's a symbol. It's the, also das Zehntel, was ist das für ein Symbol für? It's the, die übrigen, the, make sure, the remnant. Tithe. Also was ist mit dem Zehnten? You can use the same concept with tithe, Man kann das gleiche Konzept mit den Zehnten benutzen. except I'm not sure if you'd say tithe was a remnant. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man den Zehnten einen übrig gebliebenen Teil nennen würde. So the context in here Also der Kontext hier is what's left over. ist, was übrig geblieben ist. You can get the same concept in Revelation 12, verse Offenbarung 12, Vers, I thought 17. Revelation 12, verse what? No? Is this Catherine? Brother Roland? Revelation 12, verse 17. Offenbarung 12, Vers 17 kriegen wir das gleiche The Konzept. dragon goes to make war with the remnant, the leftovers of the seed of the woman. Der Drache geht hin und führt Krieg mit den übrigen von ihrem Samen. So that's why Elder Tess said 1260. Und das ist, warum ältester Tess gesagt hat, hier die You 1260. take a tenth of that Und dann nimmt man da ein Zehntel davon. because we're dealing with the remnant, Denn wir handeln hier, oder es geht hier um die übrigen, what's left. was hier übrig geblieben What's ist. left of Babylon, Was von Babylon übrig geblieben the ist, grandson, der Enkel,
between the father zwischen dem and Vater the son, und dem Sohn, Belshazzar, and Belshazzar. the father is whom? Und der Vater ist wer? Is it the father or the grandfather? Belshazzar's father, Belshazzars Vater, his name is sein Name ist? not Nebuchadnezzar. I don't know that name. Yeah, no, it's not in the Bible. Also es ist nicht in der Bibel. So I don't know how to pronounce it, but I'm going to say Nabonidus. I don't know how to pronounce it. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber Nebonidus. So between them, Also zwischen den Nebonidus. what do? Was tun sie? They just destroy the kingdom. Sie zerstören einfach das Königreich. So the leftovers of that kingdom Und der übrig gebliebene Teil dieses Königreichs is going to come under judgment. wird gerichtet werden. And then Und dann, what's left over was dann übrig geblieben of God's ist, people sind Gottes Volk. is going to be restored. Er wird wiederhergestellt werden. And Brother Wolfgang left. Und Bruder Wolfgang ist weg. It was his question. Und es war seine Frage. Okay, so that's how we do 151. Und das ist, wie wir die 151 bekommen. It has a theme to it. Es hatte ein Thema hier. Restoration Wiederherstellung and destruction. und die Zerstörung. So a couple of tricks. Also ein paar Tricks hier. So when we bring this down to 2014, Wir würden das jetzt auf 2014 anwenden. and she did that here. Und sie hat das hier gemacht. So in 2014 we'd see two things. Und 2014 würden wir zwei Dinge sehen. See a destruction and a restoration. Wir würden eine Zerstörung, eine Wiederherstellung You'd have sehen. to explain that in the story. Und wir müssten das in der Geschichte erklären. And the other trick, Und der andere Trick which ist, I don't know the answer to, wo ich jetzt die Antwort nicht kenne, if you go to Ezekiel, ist, wenn man zu Hesekiel geht, it says 60. da sagt es hier 60, But unlike Daniel, aber so, nicht wie Daniel, when it just says many, wenn es hier nur Mene which sagt, means 50, welches 50 bedeutet, it does it in a different way. dann tut es in einer anderen Art und Weise haben hier. It says 20, 25 and 15 shekels. Es sagt hier 20, 25 und 15 Shekel. So it breaks the 60 into three parts. Also es tut die 60 in 3 Teile And I'm waiting for someone teilen und ich warte für jemanden, to explain that. das zu erklären. Because when you come to the restoration, it has this idea of being progressive in these 3 steps. Denn wenn man zu dieser Wiederherstellung kommt, dann hat es hier diesen 3-Schritte-Prozess. I don't know if the order makes a difference, Ich weiß nicht, ob die Ordnung einen Unterschied macht, but it's 15, 20, 25. aber es 15, 20. 15, 20, 20, it's in steps of 5. Also es ist in den 5er-Schritten sozusagen. So I hope that answers your question, Brother Wolfgang. Ich hoffe, dass du deine Frage beantworten, Bruder Wolfgang. That you missed. Aber du hast es verpasst. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte. We thank you for the joy that we can have in studying your word. Wir danken dir für die Freude, die wir haben können, wenn wir dein Wort studieren. Please bless us, Bitte segne uns. and may we find continual delight and pleasure Und mögen wir immer weiterhin beständige Freude empfinden. in studying not only your word, Nicht indem wir einfach nur dein Wort studieren, but in the company of brethren of like mind. aber auch in der Gemeinschaft mit Gebrüdern, die in der gleichen Sinn handeln. Pray in Jesus' name. Wir bitten das in Jesu Namen. Amen. Amen.